Der Trend ist klar. Rose, Orbea und Mondraker haben zuletzt ihre Racebikes mit einer 120er Gabel an der Front präsentiert. Merida bleibt dem Cross-Country-Genre mit einer klassischen 100 mm Gabel beim neuen Big 9 aber treu. Wir schauen uns deshalb in dem Video nicht nur an, was das neue Big 9 kann, sondern klären auch, ob das klassische Cross-Country-Konzept noch zeitgemäß ist. Bringen wir es gleich zu Beginn des Videos mal auf den Punkt. Merida präsentiert mit dem Big 9 ein klassisches Race-Hardtail mit 100 mm Federweg. Und in dem Rahmen ziehen die Taiwanesen ihr Hardtail auf den neuesten Standard. Die Zugverlegung geht jetzt durch den Steuersatz, das UDH-Schaltauge ermöglicht die Montage von SRAMs Eagle Transmission Schaltung, im Rahmen haben jetzt sogar 3 Flaschenhalter Platz und unterm Sattel ist ab Werk ein kleines Mini-Tool integriert. Was dem Bike allerdings fehlt, ist ein Lenkanschlagsbegrenzer. Wir finden, gerade im Cross-Country-Bereich, wo die Lenker tief montiert werden, ist das mittlerweile Pflicht, um das Oberrohr im Falle eines Sturzes vor einem Defekt durch die Brems- oder Schalthebel zu schützen. Vergleicht man die Geometrie mit dem Vorgänger, muss man den Produktmanagern auf die Schulter klopfen. Der Lenkwinkel wurde flacher, der Reach wurde länger und die Sitzposition deutlich sportlicher. Während der Vorgänger noch nervös über die Trails gezuckelt ist, hat das neue Big 9 viel Selbstvertrauen im Single Trail. Dafür sorgen auch die dicken 2.4er Reifen. Allerdings lässt die Bremsleistung der SRAM Level Bremsanlage zu wünschen übrig. Beim Relaunch hat Merida auch das Gewicht nicht aus den Augen verloren. Der Rahmen wiegt mit BSA-Tretlager 880 Gramm. Kein Grund auszuflippen, aber solide. Das Komplettbike haben wir in Größe M mit 9,4 Kilo ohne Pedale gewogen. Mountainbikes in der Gewichtsklasse unter 10 Kilo versprühen im Gelände immer einen herrlichen Schatten. Egal ob auf dem Schotterweg oder auf dem Trail, wer mit dem Bike antritt, verspürt ein herrliches Gefühl der Leichtigkeit. Übrigens, das Gewicht der Leichtigkeit stellt sich auch in Geldbeutel ein. Für 9.500 € ist das Bike in der Top-Version kein Schnäppchen. Bikes wie das Canyon Exceed oder das Cube E-Lite kosten ca. die Hälfte und wiegen ähnlich viel. Der einzige deutlich ersichtliche Abstrich, den man dann hinnehmen muss, ist, dass diese Bikes ab Werk keine Power-Meter integriert haben. Und auch bei der Geometrie ist Merida jetzt moderner aufgestellt. Kommen wir also zur eingangs gestellten Frage. Ist das Konzept mit 100 mm Federweg an der Gabel und einer starren Stütze noch zeitgemäß? Weil klar ist, wenn man nicht gerade mit den Skills von Nino Schurter gesegnet ist, dann kommt man mit dem Bike im Gelände relativ schnell ans Limit. Denn die eingeschränkte Bewegungsfreiheit durch die hohe Sattelstütze machen raue Trails zur Herausforderung. Die Geometrie konnte es auf leichten, flowigen Trails zwar noch kaschieren, im steilen Gelände ist aber Schicht im Schacht. Mein Fazit deshalb: Das niedrige Gewicht und die gelungene Geometrie geben dem Merida Big 9 auch 2024 noch seine Berechtigung. Klar ist aber, der Einsatzbereich fällt super spitz aus. Der leichtfüßige Antritt begeistert im Gelände, die hohe Sattelstütze und die schmächtige Federgabel begrenzen das Konzept im Gelände aber deutlich. Wenn du Racer bist mit guten Skills und das nötige Kleingeld in der Tasche hast, ist das Merida Big 9 ein geiles Bike für dich. Wenn du allerdings noch ein Hardtail suchst, mit einem breiten Einsatzbereich, das auch das Reinschnuppern in gröbere Trails mal ermöglicht, dann gibt es Bikes mit einem breiteren Einsatzbereich. Das Rose PDQ beispielsweise hat 120 mm Federweg an der Gabel und eine Teleskopstütze ab Werk und erlaubt so mehr Fahrspaß im Gelände. In anderen Ländern gibt es das Merida Big 9 übrigens bereits in der Trail-Version. Da hat es dann die 120er Federgabel und die angesprochene Teleskopstütze bereits ab Werk verbaut. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis Merida dieses Konzept auch in Deutschland in den Handel bringt.